Wenn man Forstwissenschaft studiert, heißt es nicht immer gleich, dass man sich jetzt seinen Hut aufsetzt und sein Gewehr in die Hand nimmt. Schießen kann ich schon. Ich finde aber Platanen sind ganz gut dafür, die sind so glatt, kann man auch so schön drauf klatschen. So eine 3-Stunden-Wanderung kann dann auch schon mal zu 5 Stunden ausarten. Das kann für Mitwandernde sehr belastend werden mitunter. Dann würde man doch eher mal in einen Café gehen oder in eine Bar. Hallo, ich heiße Levin Klugler. Ich studiere Forstwissenschaften im Bachelor im 8. Semester. Hi, ich bin Feli und ich studiere Forstwissenschaften. Hi, ich bin der Georg und ich studiere im Masterstudiengang Forstwissenschaften. Hallo, ich bin Fabian Marschall und studiere Forstwissenschaften im 2. Mastersemester. Hallo, ich bin Elisabeth und ich studiere Forstwissenschaften im 6. Semester. Hallo, ich bin der Fabian und ich studiere Forstwissenschaften. Wie oft umarmst du eigentlich Bäume? Ja, gut. Ich muss zugeben, dass ich schon manchmal Bäume umarme, aber vielleicht nicht so oft, 1-2 Mal im Monat. So einmal die Woche, kommt drauf an, wo ich gerade bin, was ich mache. Naja, in Vorbereitung für die Bäume-Umarmen-Meisterschaften in Finnland so 2-3 Mal die Woche. Naja, schon ab und zu mal, wenn sich die Gelegenheit ergibt, ein schöner Baum ist. Ich finde aber Platanen sind ganz gut dafür, die sind so glatt, kann man auch so schön drauf klatschen. Ab und zu vielleicht mal. Hast du einen Lieblingsbaum? Ich habe 2 Lieblingsbäume. Mein Lieblingslaubbaum ist Castanea sativa, also die Esskastanie, weil sie gut mit warmen Temperaturen klarkommt, insektenfreundlich ist und ich kann sie essen. Außerdem mag ich die Weißtanne sehr gerne, das ist meine Lieblingsnadelbaumart. Einen individuellen Baum nicht, eher eine Baumart und das wäre in meinem Fall ganz klar die Birke. Ich mag die Robinie gern, weil ich ihre Blüten sehr schön finde. Allerdings ist es nicht so gut, dass sie immer Stickstoff in den Boden abgibt. Das ist an manchen Standorten nicht so gut. So eine schöne große Eiche ist natürlich eine Standardantwort, aber die ist gut. Oder vielleicht so Trompetenbäume fallen mir ganz gut. Ich würde sagen, wenn man das jetzt auf einen Baum hinunterbrechen müsste, dann wäre es wohl der Feldahorn. Warum müsst ihr eigentlich immer allen erzählen, dass ihr den besten Studiengang der Welt habt? Weil es der beste Studiengang ist. Ich glaube, das kommt eher so von der anderen Seite, dass wenn man sagt, man studiert Forstwissenschaften, sind alle Leute so, wow, das ist bestimmt voll toll und in der Natur, ach, ich würde es auch gern machen. Was ich am meisten an dem Studiengang schätze, ist, dass sehr viele Themenbereiche abgedeckt werden, also sowohl Biologie, Naturwissenschaften, aber auch Gesellschaftspolitik. Ich liebe es einfach, draußen zu sein und auch nicht immer zwangsläufig so viel unter Menschen zu sein. Spürst du eigentlich eine besondere Verbindung zum Wald? Ja, definitiv. Es ist zu Hause, man kann sich da sehr geborgen fühlen, sicher. Man ist vom Leben umgeben und nicht vom Beton und man hat einfach das Gefühl, dahin zu gehören. Ich denke jetzt nicht mehr als die meisten anderen Leute auch, weil eigentlich fühlt sich ja jeder sehr wohl, wenn er da irgendwie im Wald und in der Natur ist. Es schwirrt überall, es riecht gut, es sieht grün aus, ich liebe die Farbe grün. Es ist einfach schön, im Wald zu sein und sich mit dem Wald zu beschäftigen. Hast du bei Wanderungen immer spannende Waldfacts in petto? Ja, also so eine 3-Stunden-Wanderung kann dann auch schon mal zu 5 Stunden ausarten, weil man dann auch vielleicht mit mehreren Forstis eine Wanderung macht und wir dann überall stehen bleiben an jedem Baum und jedem Tier und uns das ganz genau angucken und nochmal googeln und ja, das artet dann manchmal auch ein bisschen aus. Wenn dann doch mal vielleicht irgendwo ein Baum rumsteht, den man vielleicht nicht gleich kennt und man das dann weiß, dann ist vielleicht ganz cool, aber ich glaube, ich halte mich da relativ zurück eigentlich. Das kann für Mitwandernde sehr belastend werden mitunter. Immer wenn ich mit Freunden, Freundinnen unterwegs bin, die nicht Forst studieren, zwinge ich die so ein bisschen dazu, Pflanzen und Bäume zu lernen, was die ganz toll finden alle. Ich interessiere mich sehr für Kräuter, also alles, was unter Kniehöhe wächst, manchmal drüber. Und da kann ich das nie lassen, irgendwas von mir zu geben. Ihr habt alle einen Jagdschein, oder? Ich habe einen Jagdschein, ja. Ich gehe auch aktiv jagen. Aber ich würde durchaus sagen, dass es einige gibt, die keinen haben und auch keinen machen wollen. Vor allem auch die, die so später mal als Förster arbeiten wollen. Da ist es eigentlich schon gern gesehen, beziehungsweise auch ein bisschen fast schon Pflicht. Ich persönlich mache zum Beispiel keinen Jagdschein und ich kann mir das auch nicht vorstellen, in dem Feld mal zu arbeiten. Also ich bin eigentlich Vegetarierin. Mir ist es auch sehr wichtig, dass es Tieren gut geht. Aber es ist im Wald unerlässlich, dass Tiere gejagt werden. Deswegen werde ich meinen Jagdschein auch noch machen. Schießen kann ich schon.
Das theoretische Wissen habe ich theoretisch auch schon. Ich muss es mir bloß noch zertifizieren lassen. Wirst du später Försterin? Das weiß ich noch nicht. Mich zieht es in die Naturschutzrichtung und da ist mein Traumjob in Nationalparks. Ich habe dieses Studium begonnen mit der konkreten Vorstellung, Försterin zu werden. Mittlerweile interessiere ich mich aber eher für politische und gesellschaftswissenschaftliche Aspekte oder für den Naturschutz. Ich würde gerne was mit Bäumen in der Stadt machen oder auch andere Berufsfelder auschecken. Man kann zum Beispiel auch in die Forschung gehen, in die Wirtschaft kann man natürlich auch gehen. Oder auch auf irgendeinem Amt, was vielleicht was mit Bäumen oder sowas zu tun hat. Wenn man Forstwissenschaft studiert, heißt es nicht immer gleich, dass man sich jetzt seinen Hut aufsetzt und sein Gewehr in die Hand nimmt und dann Förster ist und durch sein Revier läuft, automatisch. Findest du es eigentlich doof, so weit vom Hauptcampus der TU Dresden entfernt zu sein? Nein, ganz im Gegenteil. Es ist ein Segen, ein bisschen von dem Trubel abgeschieden zu sein und unter gleichgesinnten Leuten, die die Natur auch sehr zu schätzen wissen, in der Nähe des Waldes studieren zu können. Im ersten Jahr war ich sehr froh darum, mich mit Leuten zu umgeben, die die gleichen Interessen haben wie ich. Aber wenn man länger in Tharandt ist, und Tharandt ist im Winter sehr dunkel, dann würde man vielleicht doch eher ab und zu gerne in Dresden sein und mal in einen Café gehen oder in eine Bar. Ich komme ja auch vom Dorf, wie vielleicht manche andere, die auch hier studieren. Dann ist es ja hier ein bisschen ein dörfliches Ambiente. Es ist ja auch schön grün, es ist klein, kompakt. Man hat ja alles recht nah beieinander. Finde ich eigentlich ganz schön. Ich glaube, auf dem Hauptcampus, da würde ich mich auch verlaufen, regelmäßig. Es ist aber in Tharandt natürlich so, dass wir irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl dadurch gebildet haben, dass wir einen eigenen Campus haben. Wenn man direkten Kontakt hat zu den lehrenden Personen, aber auch als Mitglied im Fachschaftsrat ist es immer wieder sehr praktisch, dass wir eben nicht Teil des großen Hauptcampuses sind und manche Sachen bei uns auch einfach schneller laufen. Sind unsere Wälder angesichts der Klimakrise überhaupt noch zu retten? Sind sie noch zu retten? Also das ist so eine Frage. Man kann alles retten, wenn man genug Zeit und Arbeit da reinsteckt, würde ich sagen. Ich gehe da mal positiv ran und sage ja. Ja, denke ich schon. Ich denke ja. Ich würde das mit einem optimistischen Ja beantworten. Wie wir die Wälder retten können und in welchem Umfang, wird die Zukunft zeigen. Die Wälder werden auch gerade gerettet. Der Waldumbau findet statt, schon seit Jahren. Und das Positive ist eben, dass durch das Absterben der Wälder wir die Chance haben, den Wald von morgen zu gestalten. Und es sind viele Menschen, die das machen. Viele Menschen, die viel Ahnung haben und viel ausprobieren. Und ich bin mir sicher, dass davon einiges klappen wird. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. In der Endcard findet ihr jetzt noch die letzte Folge der Sitzgelegenheit mit Studierenden, die gerade ihre Abschlussarbeit schreiben und darunter eine gute Frage, wo wir uns mit der Zukunft des Waldes beschäftigt haben.